Wenn du gerade eine Wirbelsäulenversteifung hinter dir hast oder dich auf eine Operation vorbereitest, dann ist dieses Video für dich. Die ersten Wochen und Monate nach einer Spondylodese sind entscheidend. Nicht, weil du in dieser Zeit schon fit werden musst, sondern weil jetzt die Grundlage dafür gelegt wird, wie gut deine Heilung verläuft. Viele machen in dieser Phase zwei typische Fehler. Entweder sie bewegen sich aus Angst viel zu wenig oder sie wollen zu schnell wieder fit werden. Beides kann problematisch sein. In diesem Video schauen wir uns an, worauf du direkt nach der OP achten solltest, was du unbedingt vermeiden musst und wie du deinem Rücken die besten Voraussetzungen zur Heilung gibst. Und bleib unbedingt bis zu Ende dran. Da verrate ich dir einen Faktor, der in der Klinik oft viel zu kurz kommt, obwohl er wissenschaftlich gesehen einen großen Einfluss auf die Heilung nach dieser OP hat. Wichtig vorab, jede OP ist individuell. Das hier ersetzt nicht die Vorgaben deines Arztes oder Physiotherapeuten, sondern hilft dir, die Grundprinzipien besser zu verstehen. Bei einer Wirbelsäuleversteifung, auch Spondylodese genannt, werden zwei oder mehr Wirbel fest miteinander verbunden. Normalerweise ist deine Wirbelsäule beweglich, jeder Einzelwirbelkörper. Die arbeiten zusammen wie kleine Gelenke. Bei dieser OP ist das Ziel, die Bewegung in einem bestimmten Segment komplett auszuschalten und stillzulegen. So eine Operation kommt meistens dann ins Spiel, wenn ein Bereich der Wirbelsäule instabil ist, stark verschließen ist oder dauerhaft Schmerzen verursacht. Typische Beispiele sind Bandscheibenschäden, Wirbelgleiten, Arthrose in der Wirbelsäule, aber auch bestimmte Fehlstellungen wie zum Beispiel eine Skoliose. Die Grundidee ist ziemlich simpel. Wenn sich ein schmerzhafter Abschnitt nicht mehr bewegt, kann er auch nicht mehr ständig gereizt werden. Wie wird es gemacht? Ganz vereinfacht kannst du dir das so vorstellen. Zuerst wird die betroffene Stelle stabilisiert. Der Chirurg setzt Schrauben in der Wirbel ein und verbindet sie mit Stäbchen aus Metall. Das sorgt dafür, dass dieses Abschnitt erstmal nicht mehr bewegt. Aber, und das ist ganz wichtig, das ist noch nicht die eigentliche Versteifung. Die Schrauben sind nur ein Platzhalter. Damit eine echte Versteifung wird, muss der Körper eigenen Knochen bilden. Dafür wird meistens zwischen den Wirbel ein kleines Körbchen gesetzt. Dieses Körbchen ist dann mit Knochenmaterial gefüllt. Über die nächsten Monate wächst der Knochen aus dem einen Wirbel durch das Körbchen in den nächsten Wirbel. Am Ende der Heilung sind die Wirbel zu einem einzigen Knochen zusammengewachsen. Ein wichtiger Punkt für dein Verständnis. Die Schrauben und Stäbe sind am Anfang extrem wichtig, damit alles ruhig liegt. Aber das eigentliche Ziel ist die knöchige Durchbauung. Das ist wie beim Hausbauen. Die Metallstäbe sind das Gerüst, aber am Ende muss der Zement, dein Knochen, hart werden, damit das Haus von alleine steht. Deshalb ist die Zeit nach einer OP so wichtig. Wir müssen das Gerüst nicht überlasten, solange der Zement noch weich ist. Und genau deshalb ist dein Verhalten in den ersten Wochen und Monaten so entscheidend. Früher hieß es oft, 6 Wochen flach liegen und bloß nicht bewegen. Heute wissen wir, dank Studien, dass ein früher moderaten Start in die Bewegung nicht nur sicher ist, sondern deine Genesung massiv beschleunigt. Hier ist dein Fahrplan für die ersten Wochen. Was du direkt nach einer OP tun solltest. Nummer 1. Früh mobilisieren, aber kontrolliert. Gehen, gehen, gehen.
Gehen ist die beste Übung in den ersten 6 Wochen. Die Wissenschaft zeigt, wer täglich ein bisschen mehr spazieren geht, kommt im Alltag viel schneller wieder alleine zurecht und wird früher wieder fit für ein normales Leben. Warum? Weil Gehen, es fördert die Durchblutung, kurbelt die Heilung an und verhindert, dass deine Muskulatur komplett abbaut. Die Regel? Lieber 5-mal am Tag 5 Minuten spazieren gehen als einmal 25 Minuten. Steigere die Dauer langsam, aber bleib konsequent. Die goldene Regel? Häufig, kurz und sauber. Richtig aus dem Bett aufstehen. Nach einer Rücken-OP ist es ganz wichtig, dass du mit dem geraden Rücken vom Bett aufstehst, dass du Drehbewegungen vom Rücken vermeidest. Und genau so sollte das dann halt aussehen. Wenn du vom Liegen zum Stehen kommen möchtest, solltest du dich als erstes auf dem Rücken hinlegen, nah von der Kante. Dann beugst du beide Beine an und du gehst als erstes mit der Seite, wo du rauskommen willst, mit den Armen zur Seite. Dann gehst du in One Block, so wie ein Brett, drehst du deinen gesamten Rumpf plus Beine, damit du dich auf der Seite hinlegen kannst. Komm wie ein Block zur Seite, sodass deine Knie schon ein kleines bisschen auf die Bettkante sind. Und dann als erstes wirst du deine Beine zur Kante bringen, damit die Ferse ganz am Kante von dem Bett liegt. Und jetzt in einen Schwung oder beziehungsweise in eine Bewegung lässt du die Beine runter und gleichzeitig mit den Armen hebst du deinen Rumpf, damit du wie ein Brett gerade nach oben kommen kannst. So sollte das dann halt aussehen. Beine runter und über den Arm nach oben, bis du aufrechter sitzt. Bleib erstmal in dieser Position, vor allem dann direkt nach deiner OP, weil häufig man auch mit dem Kreislauf zu tun hat. Und wenn du jetzt aufstehen willst, setzt du dich als erstes auf die vordere Kante vom Bett. Je tiefer das Bett, desto schwieriger kann es auch sein, hochzukommen. Beuge deine Beine bzw. deine Knie, so dass die Ferse hinter dein Knie ist. Das wird es leichter machen, von dem Sitz oder von dem tieferen Sitz zum Stehen zu kommen. Bringe deinen Rumpf gerade etwas nach vorne. Achte darauf, dass du nicht im Hohlkreuz kommst. Du kannst deine Hände auch ein bisschen an den Oberschenkel abstürzen. Jetzt machst du einen großen Druck über die Ferse, damit du dich von der Hüfte nach oben hin liefern kannst, bis du dann in die aufrechte Position bist. Achte darauf, dass du weder zu weit nach vorne kommst in so eine Hohlkreuzbewegung, noch dass du rund wirst und von so einer runden Stellung nach oben kommst, weil diese beiden Positionen häufiger Schmerzen verursachen. Was du vermeiden solltest. In den ersten 6 bis 12 Wochen gibt es 3 Dinge, bei denen du vorsichtig sein musst. Das erste ist Bücken. Starkes Vorbeugen aus der Lendenwirbelsäule sollten vermieden werden. Geh lieber über die Knie oder in Ausfallschritt nach unten. Achte aber darauf, dass deine Wirbelsäule gerade bleibt. Das nächste, schweres Heben. Schweres Heben ist tabu. Dein Knochen muss erst mit den Schrauben verwachsen. Und das letzte ist Drehen. Schnelle oder ruckartige Drehungen in den Oberkörper sollten vermieden werden. Wenn du dich umdrehst, nimm das Becken und die Füße mit. Beweg den gesamten Körper in One Block. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus einfache Übungen machen kannst, um deine Schmerzen zu lindern, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Nummer 4. Sitzen. Vermeide tiefes, weiches Einsinken auf dem Sofa. Das bringt dein Becken in eine ungünstige Position, indem du das Becken nach hinten kippst.
Denk daran, Sitzen ist oft belastender für deinen Rücken als Gehen. Wenn du merkst, dass es unangenehm wird, wechsel die Position. Eine Faustregel: nicht länger als 20 bis 30 Minuten am Stück sitzen. Wenn Beschwerden auftreten, solltest du lieber liegen, stehen oder gehen. Und im besten Fall machst du eine Abwechslung von diesen Positionen. Angst vor Bewegungen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir als Therapeuten ganz besonders am Herzen liegt und der oft unterschätzt wird. Die Angst vor Bewegung. Viele Patienten bewegen sich nach der OP zu wenig. Nicht, weil sie Schmerzen haben, sondern wegen Angst. Angst, etwas kaputt zu machen, Angst, dass die Schrauben verrutschen, Angst, dass Bewegung gefährlich ist. Das Problem, genau diese Angst kann deine Heilung ausbremsen. Es gibt eine sehr wichtige Studie, die zeigt, dass Patienten, die zu viel Angst vor Bewegungen haben, langfristig schlechtere Ergebnisse nach der OP. Sie haben häufiger anhaltende Schmerzen und entwickeln eher chronische Beschwerden. Mein Rat an dich: Vertrau der Technik. Dein Rücken ist in diesem Moment stabil. Du darfst und sollst dich bewegen. Das System ist dafür gemacht, Belastungen auszuhalten. Natürlich gibt es Grenzen, aber normale, kontrollierte Bewegungen ist ausdrücklich erwünscht. Hör auf deinen Körper, aber lass dich nicht von ihm einsperren. Ein Ziehen, ein Drückgefühl oder einen leichten Wundschmerz nach der OP sind völlig normal. Das ist das Gewebe, das arbeitet. Aber wenn du merkst, dass du aus Angst steif wirst wie eine Schaufensterpuppe und dich nur noch wie ein Roboter bewegst, weil du versuchst, jede Bewegung zu kontrollieren, dann blockierst du deine eigene Heilung. Ganz wichtig: Die Heilung passiert nicht nur im Rücken, sondern auch im Kopf. Wir müssen dein Gehirn wieder mit ins Boot holen, damit es aus dem Schutzmodus ausschaltet und versteht: alles ist safe, ich bin stabil. Erst wenn der Kopf loslässt, wird auch die Bewegung wieder geschmeidig. Und je früher du den Mut findest, dich natürlich und locker wieder zu bewegen, desto schneller gewinnst du dein normales Leben wieder zurück. Und wie versprochen, habe ich noch einen Tipp für dich, der oft unterschätzt wird, aber für den Erfolg deiner OP sehr wichtig ist, weil es einen enormen Einfluss auf deine Heilung haben kann. Und das ist Rauchen, genauer gesagt Nikotin. Nach einer Wirbelsäuleversteifung ist das Ziel, dass die Wirbelknochen wieder zusammenwachsen. Die Wissenschaft zeigt eindeutig, dass Rauchen das Risiko extrem erhöht, dass die Wirbel nicht zusammenwachsen, weil Nikotin den Heilungsprozess massiv stört. Es hemmt die knochenbildenden Zellen, die sogenannten Osteoblasten, und es verschlechtert gleichzeitig die Durchblutung. Ohne Sauerstoff und Nährstoffe können sich keine stabilen Knochenbrücken bilden. Wenn du rauchst, ist es kein kleiner Risikofaktor. Das ist einer der stärksten beeinflussbaren Faktoren für den OP-Erfolg. Wenn du rauchst, ist jetzt absolut der beste Zeitpunkt, damit aufzuhören. Idealerweise schon 4 Wochen vor der OP und mindestens für 3 bis 6 Monate danach. Gib deinem Körper die Chance, diesen Knochenbau erfolgreich abzuschließen. Dein Rücken wird es dir danken, nicht nur mit Stabilität, sondern mit viel weniger Schmerzen auf lange Sicht. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!